Mein Name ist Maria Elisabeth Müller. Ich bin Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek in Bremen und heiße Sie heute herzlich willkommen. Die Uni feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und die Staats- und Universitätsbibliothek in Bremen ist gute 300 Jahre älter. 1660 gegründet als Bibliotheca Bremensis für die erste akademische Hochschule in Bremen, das sogenannte Gymnasium Illustre, hatte die Bibliothek den Auftrag, dort die Studierenden und die Wissenschaftler mit einem Angebot an Büchern zu bedienen. Aus diesem Gründungsbestand, den wir verpflichtet sind, für die kulturelle Überlieferung Bremens aufzubewahren, haben wir heute eine kleine Auswahl für Sie vorbereitet, die interessierte Nutzerinnen und Nutzer natürlich nicht in der Freihandbibliothek finden, sondern im Magazin. Die Bestellung dieser Bestände ist aber im Handschriftenlesesaal möglich. Dort werden sie eben auch genutzt und präsentiert. Folgen Sie mir jetzt in den Handschriftenlesesaal. Dort treffen wir Dr. Maria Hermes-Flattarsch, die Leiterin der Historischen Sammlung. Bedingt durch die lange Geschichte hat die SUB Bremen reiche historische Bestände. Unsere ältesten Bestände sind griechische Papyri aus dem 2. nachchristlichen Jahrhundert, wie wir hier einen sehen. Die SUB Bremen verfügt insgesamt über 84 griechische Papyri, meistens aus dem Kontext einer Person, des Verwaltungsbeamten Apollonius. Was hier zu sehen ist, ist ein Brief, der aus erster Hand über die sogenannten Judenkriege im Jahr 116 nach Christus berichtet. Das war seinerzeit das erste Dokument, was aufgefunden wurde, in dem überhaupt über die Judenkriege berichtet wurde. Daher wird dieser Papyrus, wie die gesamte Sammlung, von Forschern nicht nur in Deutschland, sondern auch international genutzt. Einer unserer bedeutendsten Kodizes, der auch in der Forschung sehr häufig genutzt wird, ist die Sächsische Weltchronik, die ungefähr um das Jahr 1300 entstanden ist. Man sieht hier die für das Mittelalter so typischen Beschläge und auch Schließen. Die Sächsische Weltchronik ist eine Universalchronik in Prosa in mittelniederdeutscher Sprache entstanden. Kennzeichnend für das Bremer Exemplar sind die zahlreichen Miniaturen und Abbildungen. Etwa 400 Stück umfasst die Sächsische Weltchronik. Die Miniaturen umfassen oftmals schematisierte Porträts von Kaisern, Königen, überwiegend aus der weltlichen Geschichte. Die Handschrift ist auf Mittelniederdeutsch geschrieben, und zwar auf Pergament. Das kann man an solchen Stellen sehr schön sehen, wenn die Tierhaut, die dem zugrunde lag, nochmal genäht werden musste. Die Handschrift ist eine Universalchronik, das heißt, sie umfasst den gesamten Bereich von der Erschaffung der Welt bis hin zur Gegenwart des Schreibers um 1300. Besonders ist eine Abbildung, die den Tod von Friedrich I. zeigt, besser bekannt als der Kaiser Barbarossa. Dieser starb bekanntlich im Jahr 1190 bei der Überquerung eines Flusses. Wir sehen ihn hier eindeutig gekennzeichnet durch die Krone und durch die rote Haar- und Bartfarbe. Hier im Fluss wird er schon als tot dargestellt, was man sieht durch die herabhängenden Gliedmaßen. Die Sächsische Weltchronik ist somit eine bedeutende Quelle für die Geschichtsschreibung zu ganz Deutschland. Die Chronik des Bremer Stadtschreibers Johann Renner ist neben der archivalischen Überlieferung eine der zentralen Quellen zur Geschichte Bremens im Zeitalter der Reformation. Wir haben hier die Urschrift, einen Autograph Renners, der zahlreiche Male abgeschrieben wurde. Ihm ist es zu verdanken, dass wir überhaupt solche Quellen zur Geschichte Bremens haben. Die Chronik kann im Handschriftenlesesaal neben den anderen Beständen eingesehen werden. Wir haben hier eine Inkunabel aus dem Jahr 1498, eines von nur 2 überlieferten Exemplaren. Es geht um Reineke de Vos, das mittelniederdeutsche Tierepos. Diese Inkunabel prägte die weiterführende Erzählung zu Reineke de Vos. Die Bremer Adressbücher sind eine wichtige Quelle für die Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Bremens.
Sie können zum Beispiel nachvollziehen, wer früher in Ihrem Haus gewohnt hat. Und weil sich so viele Nutzer für diese Quelle interessiert haben, haben wir uns entschlossen, die Bremer Adressbücher vollständig zu digitalisieren. Ich gebe sie jetzt weiter an meine Kollegin Frau Solensky in der Digitalisierungswerkstatt. Hallo, ich bin Christina Solensky und gehöre zum Team der Digitalisierungswerkstatt. Unsere Digitalisierungswerkstatt besteht aus mehreren Scannern, weil jedes Material seine eigenen Anforderungen hat. Zur Digitalisierung gehört aber auch weitaus mehr, als nur Bücher auf den Scanner zu legen, denn nach dem Scannen beginnt die eigentliche Arbeit. Wir betreiben Qualitätssicherung, erstellen ein virtuelles Inhaltsverzeichnis und reichern die Bilddaten mit Informationen an, wie zum Beispiel Volltext und Titeldaten. Sind alle diese Arbeitsschritte durchlaufen, stellen wir das Digitalisat für Sie online bereit. Hallo, mein Name ist Manfred Nölte. Ich habe die Digitalisierung an der SOB Bremen aufgebaut und ich möchte Sie einladen, mit mir den nächsten Schritt hinein in die digitale Welt zu gehen. Eine Welt, in der diese Materialien 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und weltweit verfügbar sind. Der Schwerpunkt der digitalen Sammlung liegt auf Bremensien. Das sind Titel mit Bezug zu Bremen, zum Beispiel das Bremer Adressbuch, und auf Materialien, die in Zusammenarbeit mit der Forschung, zum Beispiel mit der Universität Bremen, digitalisiert wurden. Zu letzterem gehört die digitale Sammlung des deutschen Kolonialismus, anhand dessen ich Ihnen die Volltextsuche empfehlen möchte. Hier vorgeführt mit der Suche nach dem Stichwort Bremen. Sie sehen, die SOB hat viel zu bieten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.